Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute dreht sich die ganze Geschichte um die Firma Virgin. Die Firma ist 1920 von den Brüdern Virgin gegründet. Sie waren polnische Juden und haben sich in Wiesbaden in Deutschland eingesiedelt. Die 4 Brüder waren ein Techniker, ein Kaufmann, ein promovierter Chemiker und ein Allrounder mit wenigen kaufmännischen Kenntnissen. Aber er hat fein mechanische Kenntnisse im Laufe der Zeit angeeignet. Also es waren die besten Voraussetzungen für einen Familienbetrieb. Mit dem Kamerabau haben sie begonnen um das Jahr 1926 und sie bauten Großformatkameras aus Holz, so wie üblich zu dieser Zeit war. Sie kauften die Metallteile und die Objektive und auch die Verschlusseinheiten. Der Rest wurde in eigener Regie gebaut. Unter die Bezeichnung GEVI, also die Abkürzung für Gebrüder Virgin, haben sie neben der Kamerabau auch der Import und Verkauf dann für Fremdartikel gestartet. In den Jahren 1930 herrschte eigentlich die Rollfilm-Typus für die Fotoapparate und so waren auch die ersten Edixa Rollfilmkameras auf dem Markt, auch unter dem Namen Virgin. Und das war der Beginn einer erfolgreichen Geschichte. Es ist bekannt, dass die Firma zu 90% die Geräte exportierte und so war ein wertvoller Devisenbringer für das Dritte Reich und garantierte natürlich den Besitzer gewissen Privilegien. Etwa um Ende der 30er Jahre, als die politische Situation unsicher war und sie als Ostjuden Angst hatten für die Zukunft, dass sie ausgewiesen werden, haben sie über Nacht nach Amerika, Polen oder Palästina absetzen können. Nach der Flucht wurde ihr Betrieb vom Dritten Reich enteignet. Ob sie Verbindungen zu der Firma Noble hatten, die fast das gleiche Schicksal getroffen hat, wissen wir ja nicht, aber auf jeden Fall diese Flucht außerhalb Deutschlands war die einzige Rettung. In der Reichskristallnacht im November 1938, als die rollenden Kommandos unterwegs waren und alles, was jüdisch war, in Schutt und Asche brachten, alles zerstörten und so weiter, fuhr auch das Rollkommando vor die Toren der Fabrik. Es ist bekannt oder es wird gesagt, dass beherzte Mitarbeiter von der Fabrik vor die Toren standen und diesen Rollkommandos gaben bekannt, dass hier arbeiten nur deutsche Frauen und deutsche Männer und dass die Fabrik erfolgreich arbeitet mit einem sehr großen Exportanteil der Devisen für die Nazi-Propaganda und für das Nazi-Reich wertvoll ist. Diese Worte konnten diese Rollkommandos überzeugen und so ist die Fabrik gerettet worden. Also es hat keine Zerstörung und keine Brandschatzung stattgefunden. Bald hat einmal die Arbeitsfront die Fabrik übernommen und anschließend wurde die Fabrik arisiert, so wie üblich war und weiterverkauft. Der neue Besitzer der Firma war der Dr. Schleusner, eine Firma von Westdeutschland und die Firma eigentlich hieß Adox Kamerawerk in Wiesbaden. Nach dem Krieg, die Firma wurde übernommen von der US-Armee als Treuhändler und die Firma dann weiter verwaltet. In Vorbereitung auf die Rückübertragung an die Familie Virgin, der 1948 gestartet wurde,
hat die Familie Virgin dann eine neue Beginn angefangen. Aber zurück zu unserem Fotoapparat. Hier ist die Kamera Edixa D, Baujahr 1959. Konstrukteur dieser Kamera ist der Heinz Waske, ein bekannter Mann, der bei Rollei und viele andere Firmen mitgewirkt hat. Es ist eine Kleinbildkamera, 24×36. Optik ist ein Schacht Travenar, eine sehr bekannte Firma mit 50 mm. Und für diese Wechselobjektivkamera gab natürlich sehr viele Objektive von 35 mm bis 200 und so weiter. Der Verschluss ist sehr modern mit 1/1000 Sekunde, hat einen Selbstausleser und für diese Kamera gibt es natürlich auch mehrere Sucher. Hier ist ein Prismensucher und dann gibt es auch dazu einen Schacht-Faltsucher mit einer Vergrößerungslupe. Für diese Kamera gab es natürlich auch Balkengeräte und für die Synchronisierung zwischen Optik und Kamera ist diese Doppeldrahtauslöser, wo man gleichzeitig Kamera und Balkengerät bedient. Natürlich eine sehr große nützliche Teil sind auch diese Zwischenringe für Nahaufnahmen. Im Großen und Ganzen eine gepflegte Reihe sind diese Reflexkameras von Virgin. Die Kamera ist robust, nicht reparaturanfällig und eigentlich eine wertvolle und gut gemachte Kamera in der Zeit zwischen 50 und 60er Jahren. Das war die Firma Edixa von den Gebrüder Virgin. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.